Vichy Properties ist ein sehr großer Immobilien-Real Estate Investment Trust aus den USA und hat sehr, sehr viele Immobilien in Las Vegas, also auch ein sehr bekannter Gambling-REIT. Sollte man jetzt den REIT kaufen, bietet es aktuell eine gute Einstiegsmöglichkeit langfristig. Wie sehen die fundamentalen Kennzahlen aus? Das schauen wir uns jetzt an in dem Video. Also Vichy Properties Trust, die sind auch im S&P 500 gelistet. Man hat hier 54 Gaming Facilities und aber auch zum Beispiel über 500 Restaurants, Bars und Clubs. Man hat hier zum Beispiel sowas wie das ganz bekannte Caesars Palace, dann hier sogar den Venetian Resort Las Vegas. Also wirklich sehr, sehr bekannte Hotels und Casinos, zum Beispiel auch das MGM Grand Las Vegas. Also hier mal nur so ein paar Beispiele von allen Casinos, die man da hat. Also hier auch das Hard Rock Casino, MGM National Harbor, auch im Golfbereich ist man tätig, Cascada Golf Club. Ähm, also man hat hier auch mehrere verschiedene Facilities, jetzt nicht nur rein Casinos, sondern auch sehr, sehr viele Hotels zum Beispiel. Genau, aber eins der bekanntesten definitiv hier das Caesars Palace oder das MGM. Wir haben jetzt hier mal zunächst den letzten Quartalsbericht, das Q1, der vor kurzem erst herausgebracht wurde. Da schauen wir mal drüber, ob soweit fundamental jetzt im letzten Quartal alles in Ordnung ist. Also das erste Quartal 2022, da hat man die Gesamtumsätze um 8,4% year-over-year steigern können und ein AFFO-Wachstum von 6,1% erreicht. Also das würde ich sagen, relativ gut. Auf jeden Fall, ja, ein Slow Grower oder ein Average Grower eher. Also 6,1% AFFO sollte man auf jeden Fall hier dann beobachten. Was mir nicht so gut gefällt, man hat hier 1,05 Billionen US-Dollar neue Notes ausgegeben, um praktisch die bereits bestehenden Schulden zu refinanzieren. Und die wurden aber zu einer sehr, sehr, sehr hohen Zinslast ähm, geissued, und zwar zu 5,9%. Also relativ hohe Schuldenlast, aber man hat jetzt eben in diesem hohen Zinsumfeld keine andere Wahl, als jetzt die Schulden, die eben kommen, zu refinanzieren. Ja, sie haben das Quartal aber auch abgeschlossen mit 520 Millionen US-Dollar in Cash und Cash Equivalents, also auch naja, ein kleines Cash-Polster noch auf der Seite. Der CEO, der Bitoniak, der sagte zu dem Quartal: We are pleased and proud to report that in the first quarter of 2024 we increased our quarterly revenue by approximately 8% and AFFO per share by over 6% over year. Also der sagt, er ist froh drüber und er ist stolz drauf, dass man das Quartal eben so gut abgeschlossen hat. Und das würde ich auch sagen, dass es ein relativ gutes Quartal war. Mit 6,1% AFFO-Wachstum braucht man sich auf jeden Fall in keinem Fall verstecken. Ja, hier sieht man mal die Company Outstanding Debt, also wann werden die ganzen Schulden fällig, wann muss man die refinanzieren. Und hier sieht man, dass das jetzt die nächsten großen Schulden erst so wirklich in richtig hohen Maße, also eine hier 2026 fällig wird. Hier sind dann mehrere kleine gestückelte im 2025, also dieses Jahr jetzt gar nicht mehr. Also irgendwann 2025 ist jetzt hier nicht genau beschrieben, in welchem Monat, aber 2025 wird man hier ja, 1, 2, 3 Nodes refinanzieren müssen. Ja, und die längste, die hat hier sogar eine Zinsrate von 6,125%, die ist erst 2054 fällig. Also man hat hier eine Gesamtschuldenlast von 17,1202 US-Dollar steht hier. Ja, man hat jetzt hier die Guidance nochmal reaffirmed, also die AFFO Guidance fürs Jahr 2024 hat man nochmal bestätigt. Das ist natürlich auch sehr schön. Und hier sieht man mal die Guidance für 2024 komplett. Und zwar erwartet man hier die AFFOs, also Adjusted Funds from Operation, zwischen 2 Dollar und 32 und 2 Dollar und 35,5. Also nochmal die Range bestätigt und auch nochmal per Diluted Share hier angegeben. Also auf jeden Fall eine relativ gute Guidance.
Also von der Seite sieht es eigentlich gut aus, war ein gutes Quartal, 6,1% Wachstum sozusagen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Investor Presentation, dass man auch mal so einen Überblick bekommt, ja, was machen die eigentlich? Und ja, diese so kleine Vorstellung, also man ist im S&P 500, das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, wenn man da drinnen ist für einen REIT. Man hat ein Investment Grade Balance Sheet, man ist sehr transparent, welche Kunden man da eben hat und ja, man versucht hier eben sehr, sehr stabile Cashflows einfach auch an den Aktionär zurückzugeben. Hier sehen wir mal die Entwicklung, die Evolution von Vichy. Und man sieht hier, man hat hier Harris Las Vegas 2017 aufgekauft, dann irgendwas Penn Entertainment, sagt man jetzt persönlich nichts. Dann 2019 ganz bekannt was von Caesars, Eldorado Resorts, diese Hard Rock Sachen 2019. 2020 Caesars Forum, Chelsea Piers und dann 2021 zum Beispiel das Venetian Resort und das MGM Grove, also auch sehr bekannt. Und bis 2023 hat man eben seit der Formierung, und man ist ja noch gar nicht so lange an der Börse, 322% adjustiertes EBITDA-Wachstum geschafft. Also das ist schon ja, eigentlich eine sehr gute Geschichte bis hierhin, hat sehr gut funktioniert. Dann sieht man hier mal die ja, marktführenden Gebäude. Und da ist ganz oben der Tenant Caesar, da hat man Caesars, der Tenant Caesars, und da hat man 18 Properties, also 18 Gebäude sozusagen oder Grundstücke. Und da sieht man halt immer, ja, welchen Anteil machen die hier, die ganzen Tenants, also man hat 13 Tenants und am meisten abhängig ist man natürlich von Caesars und gleich danach von MGM Resorts. Dann kommen eher so kleine Dinge, aber die bekanntesten sind natürlich eben auch Caesars und MGM. Und hier sieht man eben dann, wo die meisten Cash-Mieten sozusagen generiert werden. Und da macht eben hier Caesars 40% und MGM Resorts 35% aus. Also man ist schon sehr, sehr hoch hier abhängig von den beiden Tenants, aber die sind natürlich auf die einzelnen Properties aufgeteilt. Ja, das ist natürlich klar. Dann mal die Industry Leading CPI Protection und G&A Efficiency. Die Estimated, also hier sieht man mal so das Wachstum, das man sich hier erwartet, immer in so Zweierjahresschritten. Ja, okay, hier dann Vierjahresschritte. Also hier soll dann wirklich das Wachstum der Mieten stark ansteigen, was natürlich dann auch nochmal ein Wachstumstreiber wäre für Vichy. Und hier sieht man die vergangenen Dividendenerhöhungen von 2018 bis 2023 hatte man einen 7,6er CAGR, also im Jahr im Durchschnitt um 7,6% die Dividende erhöht. Und man ist ja auch im Sektorenvergleich, also auch zum Beispiel gegenüber Realty Income oder WP Carry, ist man hier ganz weit oben mit 7,6% mit dieser Peer Group, die man sich hier selber gesetzt hat. Ob die jetzt so sinnvoll ist, naja, einigermaßen. Man hätte sich ja natürlich mit Blackstone und noch anderen REITs vergleichen können, aber 7,6% ist auf jeden Fall relativ gut. Hier sieht man mal so die Verteilung der Grundstücke und Properties. Also man sieht relativ weit verbreitet eigentlich in den USA, jetzt nicht nur in Las Vegas oder ähnliches. Man ist auch zum Beispiel mit in Alberta, Kanada, hat man auch was. Also eigentlich relativ weit verstreut. Und hier sieht man nochmal, welche Bereiche man eigentlich im Petto hat. Und zwar sind es zum Beispiel Hotelzimmer, zum Beispiel im Park MGM oder im Palazzo. Eben natürlich hier Gambling, also man nennt es hier immer Gaming Space, Gaming Units. Das ist einfach Zocken, Casino. Dann Meeting und Convention, also auch für Firmen sowas. Dann auch F&B, Gordon Ramsay, also zum Beispiel so Essen wie Tao oder Mr. Chow, also die haben auch so Restaurants sozusagen. Und natürlich auch sehr, sehr viel Entertainment, also so Kinos, Golfkurse oder so Golfplätze und auch so kleine Shopping Malls, Retail-Outlets eben, wo man dann auch da Leute eben die Grundstücke oder beziehungsweise die Räume vermietet, wo die dann ihre Sachen verkaufen. Ja, das sind so die 10 Königsjuwele, die man hat auf einem Las Vegas Stripe. Die sieht man hier mal zusammengefasst. Also man ist hier wirklich extremer Vorreiter.
Man hat hier wirklich sehr, 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 sehr große Marktmacht eigentlich auch. Da sieht man auch mal so ein Sports Triangle, das man sich hier gekauft hat. Also wirklich eigentlich alle wichtigen Sportarenen, T-Mobile Arena, Allegation Stadium, ähm, und das MGM Grand Garden Arena. Also man hat hier die wichtigsten Sportarenen auch im Portfolio. Und die Strategie von Vichy ist nämlich Real Estate zu kaufen, also die Akquisition von neuen Immobilien. Und man versucht sich mit Partnern ähm, zusammenzuschließen, um dann eben noch mehr das Immobilienwachstum zu fördern. Und man versucht hier auch mit Krediten ähm, Gewinne zu erwirtschaften. Genau. Also die Five Pillars of Growth, die man sie hier nennt, sind einmal natürlich Gambling, sagt man hier, ist wichtig, experimentelle Assets, eine Wachstumspipeline und diese Property Growth Fund, also mit verschiedenen Partnern und Strategic M&A. Also da versucht man auch in großem Rahmen Akquisitionen durchzuführen, auch zum Beispiel in den Märkten, in denen man eh schon ist, oder man versucht auch in neue Märkte zu kommen. Dann wichtig, wir haben ein Investment Grade Balance Sheet von Moody's Ba1 oder S&P 500, S&P sagt hier BBB- stable, also jetzt nicht die allerbeste, ist nicht das allerbeste Investment Grade Rating, aber ist noch im Rahmen auf jeden Fall. Wir haben uns ja letztens Prologis angeschaut, die hatten ein A-Rating, also schon deutlich besser wie die hier, aber auf jeden Fall noch im Rahmen. Wenn wir hier sehen, man hat hier das Long-Term Net Leverage Target, ja, so eine Range von 5,0 bis 5,5 angegeben. Und im Moment steht man jetzt hier eben gerade bei 5,5, also am oberen Ende der Range. Da wird man praktisch jetzt versuchen, wahrscheinlich die Schuldenlast etwas zu reduzieren. Genau. Jetzt schauen wir mal, hier gab es 2023 sehr viel News ums Bellagio. Und zwar wollte Blackstone einen Teil, also 22% knapp, vom Bellagio an jemanden verkaufen. Und da hätte sich natürlich Vici Properties eigentlich schon ja, mehr als geeignet dafür, weil man eben eh schon so stark hier vertreten ist in Las Vegas und das Bellagio natürlich wirklich mit Abstand das bekannteste überhaupt wäre. Also das ist das bekannteste Stripe in Las Vegas. Ähm, aber man hat hier diesen Anteil an Realty Income verkauft für 950 Millionen US-Dollar und nicht an nicht an Vici Properties. Stellt sich natürlich die Frage, warum hat Vici Properties hier nicht zugegriffen und hat gesagt, ja, wir wollen hier einen Anteil von 22% haben am Bellagio, sozusagen als Kronjuwel und hätten das dann hier kaufen können. Ähm, aber ist natürlich nicht passiert, sondern man hat eben das an Realty Income verkauft. Also man sieht jetzt hier nochmal, Las Vegas Strip has been good to Blackstone, also die haben da auch sehr, sehr viel Geld verdient und konnten auch zum Beispiel an Vichy Properties das Mandalay Bay und MGM Grand verkaufen. Also man hat hier auch zum Beispiel schon davor was an Vichy verkauft und jetzt haben sie eben nochmal so einen Deal abgeschlossen mit dem Realty Income REIT, wo man das Bellagio eben als Teil sozusagen da veräußert hat. Und man hat auch den CEO dann gefragt, ja, warum er denn das Bellagio nicht kaufen will. Und er hat dann eben gesagt, ja, wir analysieren jede Chance und jedes Investment ganz genau. Und nur wenn wir da wirklich ein Value drin sehen und es wirklich Sinn macht, dass wir da investieren, nur dann kaufen wir Immobilien. Und er hat einfach keinen Wert darin gesehen, das Bellagio für so einen geringen Anteil zu so einem sehr, sehr hohen Preis eben zu erwerben. Ja, also das kann man jetzt halt wie sehen, wie man möchte, aber für mich persönlich finde ich die Aussage eigentlich ganz gut, weil da würde ich dann lieber vielleicht in eher wachstumgetriebene Casinos und Hotels investieren, bevor ich mir dann unbedingt dieses Kronjuwel dann kaufen muss, das natürlich auch eine sehr, sehr hohe Bewertung mitgebracht hat. Man hatte jetzt aber auch natürlich nicht unbedingt die allergrößten Cashmittel, um diese Akquise überhaupt zu machen. Also interessant auf jeden Fall und gefällt mir persönlich gut. Schauen wir mal auf die charttechnische Entwicklung. Das ist jetzt der Monatschart, also man sieht, man ist seit 2017 an der Börse. Hier mal das Fibonacci Retracement angelegt. Sind wir hier so bei 28 US-Dollar. Gucken wir mal in den Wochenchart rein. Und da haben wir jetzt zuletzt eigentlich relativ starke Kursverluste erlitten.
Man ist ja also schon länger am sinkenden Ast gewesen, seit 2022 sogar, und konnte sich aber jetzt hier nochmal in dieser grünen Zone retten und rund um das 78,6er. Und man befindet sich eigentlich immer noch hier in diesem Aufwärtsimpuls, ähm, der ich jetzt hier eingezeichnet habe mit dem Fibonacci Retracement. Und der nächste wichtige Punkt, der rausgenommen werden muss, sind auf jeden Fall diese 30 US-Dollar hier. Wenn wir da mal drüber schließen, dann würden sich auf jeden Fall sehr, sehr gute Einstiegschancen bieten. Aber sonst würde ich da erstmal nicht reingreifen. Grundsätzlich ist hier noch ein Aufwärtstrend sichtbar im Wochenchart, weil man eben hier dieses Hoch ausgenommen hat von der letzten Woche. Und jetzt korrigieren wir eben und müssten jetzt, um am Tageschart wieder aufwärts zu werden, die 30 US-Dollar mit Tagesschlusskursbasis rausnehmen, und dann wäre da eigentlich auch das alles frei und alles gut für ein Investment. Schauen wir mal auf die Fundamentalkennzahlen und zunächst mal auf den Umsatz und das Wachstum. Und hier sehen wir, der Umsatz ist stetig gesteigert worden, das Net Income konnte auch immer weiter gesteigert werden. Sieht auch gut aus. Revenue Breakdown sieht man Leasing, also natürlich das Vermieten macht am meisten aus, und sonst hat man noch einen kleinen Anteil von Loans, die man ausgibt, und von ihrem Golf-Business. Man ist nur in den USA tätig und hat die Dividende auch schon seit 2017 stetig gesteigert. Und man hatte historisch jetzt noch nie so einen hohen Yield wie im Moment, weil wir haben jetzt einen Yield von, wo steht's, 5,63% Dividenden-Yield, also sehr hoher Dividendenausschütter. Und wir haben jetzt im Moment eine Schuldenlast von 17,63 Billionen US-Dollar mit einem Free Cashflow von 2,2. Schauen wir mal aufs Income Statement, und da sehen wir, ja, man nochmal genau aufgeschlüsselt. Man hat hier wirklich extrem gutes Wachstum eigentlich in dem Umsatz gesehen, und hier teilweise vor allem am Anfang Wachstum über 30% gehabt. Jetzt zuletzt waren es also auch über 30% Wachstum year over year im Revenue. Auch das Net Income konnte relativ stark gesteigert werden. Man hatte natürlich hier auch so ein bisschen Probleme um Corona rum. Auch das EBITDA, also sehr gutes Wachstum für einen REIT auf jeden Fall. Ja, die Bewertung, Price-to-Earnings-Ratio, ist jetzt immer nicht ganz besonders aussagekräftig, eher wenn dann Price-to-Cashflow-Ratio, also die untere, um praktisch anzeigen zu können, ja, wie ist das Unternehmen bewertet. Und da sehen wir, dass die eigentlich historisch immer so in dem Rahmen bewertet waren, tendenziell vielleicht sogar etwas günstiger. Und die Common Shares Outstanding in Orange dargestellt sind immer steigend gewesen. Das ist aber wie bei jedem REIT in der Regel kein Problem, weil man eben das ausschüttet, also beziehungsweise neue Aktien ausgibt, um eben Akquisen zu finanzieren, also neue Immobilien, die man kaufen möchte. Also das ist eigentlich kein Problem. Genau, hier sieht man auch nochmal die Dividendensteigerungen. Also man hat am Anfang nichts gezahlt, als die Aktie an die Börse kam, und hat dann stetig hier weiter gesteigert. Ja, und zuletzt hatte man hier auch nochmal eine Steigerung, so, was ist das, ungefähr 8% Dividendenerhöhung, und ist auch alles im relativ gesunden Rahmen. Als Forecast soll die Aktie auch weiter an Fahrt gewinnen, also man soll hier weiter seinen Umsatz steigern können. Sehen wir hier, es soll wirklich stetig weiter wachsen, von dem her alles in Ordnung. Und 2023 sehen wir hier nochmal die ganze Aufteilung, wo man am meisten Geld verdient. Also definitiv aus dem Leasing-Bereich in den USA. Ja, das war meine Analyse zu Vichy Properties. Also ich persönlich halte den REIT für einen der besseren Immobilienfirmen am Markt. Und wenn wir jetzt wirklich drüber schließen, vielleicht etwas drüber laufen und dann nochmal eine kleine Korrektur abwarten, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sich die Aktie ins Depot legt. Wenn man hier mal den adjustierten Wert anmacht, dann sieht man auch, dass die Aktie sich relativ gut entwickelt hat. Also jetzt nicht so lange seitwärts gelaufen ist, weil man natürlich eben hier eine hohe Dividendenausschüttung hat. Aber mir persönlich wächst der REIT vielleicht noch einen Ticken zu langsam. Aber da habe ich ein interessantes Video für euch. Ich habe letztens eins abgefilmt zu Prologis, den ich persönlich auch im Depot habe. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, um so einen Vergleich zu sehen von Prologis zu Vici. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man Vici investiert ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktie, ein sehr schöner REIT für ein passives Portfolio. Ja, das war's für heute.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde in Zukunft noch mehr Videos zu Aktien und REITs bringen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.